Willkommen zurück und zwar zu unserer Deep Learning Studio Tutorial Reihe in Kooperation mit der Hochschule Fresenius. Das heißt, wir sind jetzt aktuell bei unserem zweiten Projekt angekommen und wir wollen natürlich hier ein Wirtschaftsinformatik-Tool schreiben, das uns sozusagen vorhersagt, ob ein Text eher positiv oder negativ ist, anhand dessen wir dann auch unsere eigenen Texte optimieren können. Genau. Dazu brauchen wir zunächst einmal, also wer das Tool noch nicht ganz verstanden hat, was da alles so passieren soll, bitte letztes Video angucken. Wir benutzen zunächst einmal die Wortschatz-Datenbank CentiWS, die ihr hier unter wortschatz.uni-leipzig.de findet. Hier auch ein kleiner Shoutout an die Uni Leipzig, die mir das einfach so zur Verfügung gestellt hat. Ich habe die angeschrieben und sie haben gemeint, absolut kein Problem, sie freuen sich auf das Projekt, finde ich super nett von ihnen. Das ist halt der Vorteil, ne, wenn man mit Universitäten kooperiert. Danke nochmal an die Hochschule, dass man da einfach auch Sachen machen kann und an Daten rankommt, an die ich normalerweise als normaler Mensch wahrscheinlich nicht rangekommen wäre. Der Datensatz ist öffentlich, das heißt, ihr könnt ihn absolut verwenden. Allerdings ist natürlich das Problem, ich verdiene Geld mit meinen YouTube-Videos. Das heißt, ich dürfte ihn eigentlich so nicht benutzen. Deswegen habe ich natürlich auch angefragt. Das war so die kleine Vorrede, sorry dafür. Jetzt geht es natürlich weiter. Wenn ihr Interesse habt, dann einmal ganz kurz bitte die Links unten in der Beschreibung klicken und dann könnt ihr solche coolen Sachen auch im Studium machen. Wow. Okay. Die Wortschatz-Datenbank CentiWS sieht folgendermaßen aus. Ihr bekommt eine ZIP-Datei, die könnt ihr natürlich entpacken. Und wie schon angekündigt, sind die Daten natürlich nicht so formatiert, wie wir die fürs Deep Learning brauchen, weil, naja, wer macht schon Deep Learning mit sowas, ne? Da kommen nur komplett verrückte Menschen drauf. Auf jeden Fall kann man hier sehen, wie das Ganze dann aussieht. Also wir haben hier einmal positiv und einmal negativ. Wir wollen natürlich für unsere Trainingsdatenbank, beziehungsweise für unser Training, beides mischen. Wir wollen ja vorhersagen, was eigentlich für ein Wert hier rauskommt. Also eigentlich ist das da der Wert, den wir vorhersagen wollen. Wir haben hier relativ viel mit 0,004. Aber hier auch ein paar mit 0,085, 0,071 und so weiter und so fort. Und das können wir hier überall mal so ein kleines bisschen uns angucken. Und das Tolle ist, dass wir hier natürlich auch die negative Seite haben. Sprich, wir haben hier eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Beispiele, was man eigentlich so alles hat an eben Empfindungen für jedes Wort. Wie gesagt, die Datenbank könnt ihr runterladen und dann das Projekt auch wirklich komplett nachmachen. Dazu ist es da. Und genau, wir wollen das jetzt verarbeiten mit dem Deep Learning Studio. Dazu werden wir Python verwenden. Wer kein Python kann, ich habe eine komplette Tutorial-Reihe dafür, muss man aber nicht machen. Man kann es auch eigentlich sogar von Hand machen. Es ist nur mit Python deutlich angenehmer. Gut. Das heißt, was wir machen ist, wir wollen natürlich irgendwas verarbeiten. Also erstellen wir uns hier ein neues Python-Dokument, sagen dazu data preparation.py. Und jetzt ein Rechtsklick öffnen mit, wo ist mein PyCharm? Da ist es. Okay, Leute, kleiner Cut. Ich habe eine kleine wichtige Sache vergessen und zwar, wie eigentlich das beziehungsweise ich wusste es einfach tatsächlich nicht. Ich bin ja jetzt auch kein Experte mit dem Deep Learning Studio, aber ja. Das Deep Learning Studio verwendet Daten ein kleines bisschen anders in Textform und das musste ich erstmal rausfinden. Mir konnte nicht mal jemand im Forum helfen, das heißt, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das jetzt alles habe. Sorry wegen der Verspätung, das heißt, das Video kommt jetzt wahrscheinlich etwas später raus. Aber ja, wir können weitermachen und zwar wollen wir jetzt Daten verarbeiten. Das heißt, ich habe euch gesagt, wir wollen hier Folgendes tun. Ich mache mal ganz kurz hier nochmal das eine auf. gedit. Centi müssten sie heißen, ne? CentiWS V20 negativ. Machen wir mal die negativen auf. So, okay, also das sind unsere Daten und wir wollen diese Daten jetzt verarbeiten. Das heißt, wir wollen jetzt aber auch das hier als ein Wort haben mit diesem Wert für unser neuronales Netz, aber auch das hier, das hier, das hier, das hier und das hier jeweils. Das heißt, wir müssen jedes einzelne Ding separat verarbeiten und dazu auch in 2 Dateien übrigens und dazu machen wir erstmal beide Dateien auf. Das heißt, wir sagen hier with open, ja, jetzt habe ich den Dateinamen vergessen. So, einmal kurz rauskopiert. Natürlich wollen wir lesen as negative. So, was wollen wir da machen? Wissen wir noch nicht. Wir passen erstmal kurz. Wir wollen aber dasselbe auf jeden Fall nochmal machen mit der positiven. Das heißt, wir sagen hier positiv. Positive.txt auch im Lesemodus als positive. Okay, gut. Jetzt wollen wir hier die Daten irgendwie verarbeiten und naja, wir wollen hier erstmal jede Zeile auslesen. Aus jeder Zeile wollen wir mehrere Wörter extrahieren. Diese Wörter sind aber nicht immer dieselben oder nicht immer dieselbe Anzahl auch. Wir wollen ja hier zum Beispiel nur 2 Wörter extrahieren. Hier sind, lass mich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück.
Und ja, das ist halt ein bisschen problematisch jetzt. Das heißt, was wir als erstes tun, ist, wir müssen das Zeug irgendwie verarbeiten. Und dazu machen wir erstmal eine Liste mit allem. Und das, was ihr übrigens jetzt gerade im Hintergrund hört, ratet mal, was das ist. Das ist Regen, meine Freunde. Regen, es ist so geil. Okay, ja, das Video ist im Sommer aufgenommen und ja, es ist unfassbar heiß und ich bin im Dachgeschoss und es hat ungefähr 180 Grad hier drin und ich bin quasi, nein, ich schwitze nicht, wie war das? Ich schwitze nicht, ich karamellisiere, genau. Okay, machen wir weiter. Das, was wir als erstes machen wollen, ist, wir wollen jetzt natürlich die Paare raussuchen. Das heißt, wir wollen hier einmal raushaben Abbau und minus 0,058, dann wollen wir Abbaus, minus und so weiter und so fort. Das heißt, was wir hier haben wollen, ist im Endeffekt die Paare, die wir am Ende auch zum Training verwenden werden. Also sagen wir hier, Pairs ist gleich. Und dreimal dürft ihr raten, was Pairs ist. Natürlich eine leere Liste erstmal. Und hier drin wird dann Pairs erstmal gefüllt. Wobei wir hier natürlich diese Zeilen irgendwie verarbeiten müssen. Also Negative sind ja diese Zeilen drin. Das heißt, wir sagen hier, wir gehen die ganzen Zeilen durch. For line in negative.readlines. Readlines. So, und jetzt wollen wir sie erstmal cleanen. Das heißt, clean words ist gleich clean von line. So, clean gibt es natürlich noch nicht, die schreiben wir uns nachher, aber das ist wie gesagt hier dasselbe wie in der anderen Datei hier unten und deswegen kann man das auch auslagern in eine wunderbare Funktion. Und dann definieren wir uns natürlich Paare und zwar als diese Liste, was da schon drin ist, im Endeffekt nur dann eben das, was hier rauskommt, das hängen wir direkt hinten dran. Und ja, wir wollen hier im Endeffekt mehrere Paare raus haben. Ich habe euch ja schon gesagt, mehrfach jetzt, dass wir hier mehrere Paare raushaben wollen. Das heißt, hier sind es insgesamt 6 Paare, also brauchen wir eine Liste. Das heißt, wir konkatenieren quasi, also wir hängen 2 Listen aneinander und sagen dann Pairs plus Clean Words dazu. Okay, cool. Das ist die 1 oder das erste und das ist das zweite. Das ist quasi Copy-Paste und ja, ich weiß, man sollte sowas auslagern in eine Funktion, aber in diesem Fall machen wir das nicht. Weil ich es kann und weil ich das so mache jetzt. Cool. Okay, nach diesem ganzen Schritt haben wir hier in unseren Pairs nur noch drin stehen, wie im Endeffekt wir das Ganze haben wollen. Und zwar als Abbau minus 0,058, Abbaus minus 0,058, Abbruch minus 0,0048 und so weiter und so fort. Was wir dann also offensichtlich noch machen müssen, ist, wir müssen das ganze Ding irgendwie zurückschreiben in die Datei. Das heißt, wir schreiben hier eine Writeback-Funktion, die uns diese Pairs irgendwo reinschreibt. Und zwar in eine Datei, die wir train.csv nennen müssen. Wer jetzt nicht weiß, wie die train.csv funktioniert, der möge sich bitte meine anderen Videos zum Deep Learning Studio aneignen, beziehungsweise mal ganz kurz einfach nur angucken, weil die schon relativ relevant sind auch. Okay, aber wenn wir diese ganzen Paare hier zurückschreiben, dann müssen wir hier trotzdem noch diese Datei ein kleines bisschen vorbereiten. Denn oben drüber muss ja stehen, was das eigentlich für Trainingsdaten sind. Das heißt, wir müssen hier erstmal angeben, okay, wie soll denn die Datei heißen? Und das habe ich ja gerade schon gesagt, train.csv. Und wir wollen natürlich reinschreiben mit write as output. Und sagen wir hier mal output.write. So, und jetzt wollen wir hier reinschreiben, wie quasi unser Deep Learning Studio das Ganze erkennen soll. Das heißt, was ist das erste und was ist das zweite? Das Ganze wird eine Comma-Separated Value-Datei, wie wir hier schon Comma-Separated Value angegeben haben. Das heißt, mehrere Werte werden durch Kommata getrennt. Damit könnt ihr im Endeffekt wunderbar Tabellen auch bei Excel oder sowas definieren und dann auch da importieren. Das funktioniert übrigens auch mit LibreOffice, also ja. Aber zunächst einmal muss man natürlich angeben, was das eigentlich ist. Das heißt, wir sagen hier Word, Sentiment. Und ja, im Endeffekt ist das hier, wie wir uns fühlen. Und das ist das Wort an sich. Okay. Und was wir am Ende noch brauchen, ist eine neue Zeile, denn ansonsten haben wir hier keinen Spaß mehr damit, weil dann ist unsere Datei ein bisschen ekelhaft. Okay. Nun, ein kleiner Fun-Fact, weswegen ich hier auch dieses Video gerade zum zweiten Mal aufnehme. Deswegen auch etwas flüssigeres Coding und so weiter. Ich muss nicht so lange überlegen, weil ich es schon mal gemacht habe. Oder so ähnlich gemacht habe. Aber auf jeden Fall müssen wir hier noch eine Kleinigkeit ergänzen. Und zwar im Deep Learning Studio sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir müssen ein Wort, ich schreibe das einfach mal ganz oben hin, was wir hiermit eigentlich bezwecken wollen. Ein Wort mit ABA soll aussehen wie, beziehungsweise nein, das soll nicht mal da sein, 1, 2, 1, weil A der erste Buchstabe ist und 2 der zweite Buchstabe im Alphabet und B der zweite Buchstabe, also A erster Buchstabe, deswegen die 1 hier, Semikolon, um zu trennen, dass es 2 Werte sind und B dann der zweite Wert und so weiter und so fort. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das Wort AABA
logischerweise dann als 1, 1, 2, 1 definiert ist. Und dann meckert mir das Deep Learning Studio rum. Allerdings erst ganz am Ende, wenn ihr den Train-Prozess starten wollt. Und das ist ein Riesenproblem. Denn das können wir natürlich nicht verkraften. Wir müssen also, und dazu habe ich wirklich lange gebraucht, wir müssen hier eine 0 vorne dranhängen oder hinten dran legen. Im Endeffekt müssen die dieselbe Länge haben. Und jetzt arbeitet mal wieder jemand. Ich mache kurz mal hier alles zu. So, das heißt, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen die oder die Länge von diesen Dingern angleichen. Und das machen wir mit einer Funktion, die wir Padding nennen. Denn, ja, so nennt man das im Endeffekt. Das heißt, wir sagen hier, Pairs ist gleich Padding von Pairs. Und dann haben wir alle Paare, also wirklich alle Worte, wieder auf selber Länge. Und dann können wir die auch writebacken, also in die train.csv schreiben. Das war so schlimm gedenglischt, aber egal. Genau. Und ja, so funktioniert das Ganze. Das ist im Endeffekt unser Layout. Jetzt müssen wir hier nur, ich frage mich gerade, warum das nicht irgendwie als Fehler angezeigt wird. Wir müssen die ganzen Funktionen natürlich noch schreiben. Also es gibt weder die Funktion clean noch die anderen Funktionen. Und das machen wir jetzt. Wir fangen an mit der Clean-Funktion. Denn, ja, was heißt denn clean hier in diesem Fall? Wir wollen hier die Paare so bearbeiten oder so rausziehen quasi, dass wir damit umgehen können. Das heißt, wir schreiben erstmal hier def clean und wir bekommen natürlich eine Zeile übergeben als Parameter. So, zunächst einmal, wenn wir das hier, wir lassen uns das mal ganz kurz ausgeben und gehen danach direkt raus. Das heißt, wir printen mal hier die Zeile und exiten danach mal. Und das Ding heißt Data Preparation, die Datei. Ach ja, richtig. Dich habe ich ganz vergessen. Wir sagen hier Python Data Preparation. Oh, ja, .py. So, okay, wir sehen, was hier gerade passiert, ja? Wenn wir jetzt Folgendes machen, wir wollen jetzt natürlich hier das Ganze rausziehen. Und dann müssten wir ja, ihr seht hier das da, das ist kein Leerzeichen, das ist ein Tabulator, genau wie das Ding hier. Das heißt, wir können am Tabulator erstmal trennen, dann bekommen wir den Teil hier vorne, den Wert an zweiter Stelle und dann die anderen Worte, die Flexionsformen an dritter Stelle. Das heißt, was wir als erstes mal machen wollen, ist, wir wollen das Ding aufteilen. Und zwar, line ist gleich line.split am Tabulator, bitte. Das ist ein \t. Damit kann man das wunderbar machen. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt sehen wir hier, was wir jetzt kriegen. Okay, was stört mich als erstes? Naja, dieses NN da hinten dran, wobei das nicht immer NN ist, aber es wird immer einen horizontalen Strich geben und das Wort danach, das wollen wir nicht mehr haben. Das heißt, wir wollen nur das davor dran haben. Und was mich auch stört, ist dieses \n hier hinten. Jetzt ist das natürlich nicht unbedingt das repräsentativste Beispiel hier. Es kann auch noch Beispiele geben, die zum Beispiel neue Zeile wie das hier hinten haben. Klar, das hat das auch, das haben alle. Aber auch Leerzeichen sind eventuell möglich. Die wollen wir auch nicht haben. Und zwar sowohl vorne dran, als auch in der Mitte, als auch hinten dran. Generell Whitespace, also Leerzeichen, Tabulator und so weiter und so fort, wollen wir jetzt hier drin nicht mehr haben. Neue Zeile und so weiter und so fort. Und was wir auch nicht haben wollen, ist Groß- und Kleinschreibung. Denn ja, Groß- und Kleinschreibung macht das Leben nur sehr, sehr viel schwerer. Die wollen wir nicht haben. Das ist viel einfacher, wenn wir die wirklich raus haben. Das heißt, was wir hier machen, wir bearbeiten die Zeile noch ein kleines bisschen vor und sagen Folgendes. Wir hätten ganz gerne die line.replace. Wir wollen eine neue Zeile weghaben, indem wir sie durch ein oder durch gar nichts ersetzen. Wir wollen ein Leerzeichen weghaben, indem wir es durch gar nichts ersetzen. Wir wollen führende Leerzeichen entfernen und Leerzeichen hinten dran. Und wir wollen das Ganze in Kleinbuchstaben umwandeln. So, dann wollen wir es am Tabulator splitten. Und jetzt noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die vielleicht auch schwierig werden könnte. Vielleicht nicht unbedingt beim ersten, sondern machen wir das hier mal weg. Und dann schauen wir es uns nochmal an. Okay, ja, okay. Okay, dann muss ich zuerst den Fehler fixen. Sorry dafür. Ich gebe hier einfach mal kurz line zurück. Beziehungsweise, ich könnte auch einfach kurz red zurückgeben und mir hier mein red definieren. Okay. Aber ich muss hier natürlich zwei Listen haben, sonst wirft mir das dann direkt einen Fehler und dann kann ich es euch nicht zeigen. So. Ihr seht, was hier gerade passiert, oder? Hier steht ein Ü. Üs sind ein Problem, denn wir wollen aktuell wirklich, oder Überträfes zum Beispiel, wir wollen hier wirklich nur mit Buchstaben zwischen, also wir wollen ja im Endeffekt das hier umwandeln und dann sind da Zahlen zwischen 0 und 26 dabei.
Mit Ä, Ö, Ü hätten wir nochmal 3 mehr. Und die sind nicht unbedingt immer so einfach zu erkennen, beziehungsweise vor allem, und das ist das größere Problem, sind sie mathematisch nicht so einfach umzuwandeln, wie wir das jetzt hier machen können. Das heißt, was ich ganz gerne jetzt hier mache, ist, ich wandle einfach meine Äs, meine Ös und meine Üs und mein Scharf-S um in ganz normale ASCII-Zeichen, beziehungsweise Zeichen, die auch wirklich jedermann kennt. Und zwar Ä in AE. Nein, das haben wir schon gemacht. Das ist alles Lower. Dann haben wir ein Ö, das wir in OE umwandeln. Und wir haben ein Ü, das wir in UE umwandeln. Und anschließend noch das Replace das Scharf-S, das wir in 2S umwandeln. Ich weiß, grammatikalisch nicht richtig korrekt, aber, und man spricht es auch ein bisschen anders aus, aber okay, das sind solche Dinge, die mir eben aufgefallen sind, als ich den Datensatz nochmal durchgegangen bin. Wie gesagt, deswegen ist das hier ein Video und nicht ein Live-Coding, weil ich solche Sachen eben schon weiß. Außerdem, nee, das passt, das können wir drin lassen. Außerdem, wenn wir hier sagen, oder wenn wir hier eine leere Zeile finden, was leider im Datensatz vorkommt, ich weiß nicht wieso, aber es kommt vor, dann können wir hier auch tatsächlich das hier machen, und zwar einfach eine leere Liste zurückgeben, weil wir dann nichts zu tun haben und hier unten sowieso nur Fehler um die Ohren bekommen, die wir eigentlich vermeiden wollen. So, super. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt gebe ich hier mal wieder ein Exit ein, dann können wir uns nochmal die erste Zeile kurz angucken. Okay, nun haben wir das hier. Okay, jetzt wieder ganz weiter im Standardprogramm. Wir wollen das hier raus haben. Das heißt, wir filtern erst oder wir sagen, hey, alles, was da hinten dran kommt, das wollen wir nicht mehr haben. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir splitten quasi den vorderen Teil, also Line von 0, ersetzen wir. Das ist das erste Element hier in dieser Line drin. Und das ersetzen wir, indem wir hier sagen, Line von 0 ist gleich Line von 0. Also es bleibt quasi gleich, aber wir splitten an diesem komischen horizontalen Strich, vertikalen Strich, sorry, und dann wollen wir nur den vorderen Teil davon haben. Das heißt, wir machen aus dem Ding hier eine Liste mit Abbau vorne im ersten Teil, der Strich fällt weg, weil es unser Trennzeichen ist, und NN im zweiten Teil. Und dann schmeißen wir einfach eben diesen hinteren Teil weg, indem wir hier von 0 sagen, also damit sagen wir quasi, wir wollen den vorderen String aus dieser Liste. So, ja, jetzt müssen wir natürlich noch diese Flexionsform hier hinten dran irgendwie rauskriegen. Das heißt abbauen, abbauten. All diese Dinge müssen wir natürlich auch als vernünftigen Key-Value-Paar Krams hier reinkriegen. Und das machen wir in eine separate Liste. Das heißt, wir sagen hier Flex für Flexionsform und weil ich faul bin. Und anschließend gehen wir hierher und sagen, okay, wir wollen natürlich Flexionsform erstellen, beziehungsweise aus Line von 2. Line von 2 ist ja das Ding hier hinten, das ist der String hier hinten. Und ja, an was kann ich jetzt wohl splitten? Naja, logischerweise am Komma, das heißt, wir sagen hier Line 2.split am Komma. Und ja, genau, das passt. So, was wir jetzt allerdings natürlich hier nicht drin haben in Flex, ist natürlich unsere Standardform, die wir hier in Line 0 drin haben. Das heißt, ich appende an Flex Line von 0 dran. Und das ist jetzt meine tatsächliche Liste mit allen Wörtern. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich brauche noch achso, genau, ein weiteres Problem habe ich noch. Wenn es keine Flexionsform gibt, dann kann das hier schief gehen. Das heißt, es gibt vielleicht kein Line von 2. Das macht nichts, das ist völlig okay. Aber ich muss es natürlich abfangen, das heißt, ich muss hier kurz ein Try und Accept drumherum packen. Accept. Und wir wollen noch keinen Fehler schmeißen, weil das ist ja an sich kein Fehler. Es läuft ja trotzdem wunderbar weiter. Wir wollen nur nicht, dass unser Programm dann abstürzt, ne? Okay. Gut, was wir jetzt noch haben wollen, ist, wir wollen den Value auslesen. Der ist relativ leicht rauszufinden, und zwar in Line von 1. Der steht da ja quasi drin. So. Und wenn wir das schreiben in eine Datei, dann brauchen wir das sowieso als String. Das heißt, ich muss das jetzt nicht in eine Zahl konvertieren oder sowas, sondern ich kann es einfach so lassen und ja, im Endeffekt hier weitermachen. Okay, wir printen jetzt auch mal nicht mehr, denn wir haben wir können mal kurz Flex printen, wenn wir wollen. Das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. So, wir sehen Abbaus, Abbaues, Abbauen, Abbaue, Abbauten, das sind zuerst die Flexionsform und dann das Grundwort, weil wir hier natürlich das Grundwort hinten angefügt haben. Könnten wir auch andersrum machen können, aber die Trainingsdaten sollten sowieso durchgemischelt werden, jedes Mal, und deswegen ist es völlig egal, ob es vorne oder hinten dran hängt. Okay, jetzt gehen wir hier natürlich weiter, das schmeißen wir mal raus. Und wir wollen hier, wie gesagt, Paare zurückbekommen. Das heißt, hier steht Pairs. Und wir haben jetzt ganz gut gefiltert, wir haben alles schön gemacht, aber wir wollen jetzt die Paare haben. Und das heißt, wir müssen hier für jedes dieser
Dinger in Flex, für dieser Flexionsform, von dem wir mindestens eine haben, etwas an Return anhängen, und zwar red.append ein Tupel. Wir bauen immer Tupel hier raus, und zwar aus dem Wort, aus der Flexionsform oder aus dem Stammwort und natürlich dem Value an sich, und dann geben wir Return zurück. Und dann haben wir schon die Paare hier. Wundervoll. So, jetzt sind wir eigentlich schon quasi durch mit dem Clean. Das ist eigentlich jetzt eine relativ leichte Sache gewesen. Und ja, jetzt das nächste, was wir machen müssen, ist, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir den Padding schreiben und dann müssen wir das Ganze in der Datei schreiben. Also eigentlich alles nicht wirklich ein Problem. Wir fangen an mit dem Padding. Das ist die Funktion. Was bekommen wir denn hier? Genau, die Paare, Pairs. Das ist die Funktion, die uns die Paare auf gleiche Länge bastelt. Das heißt, wir kriegen hier aus ABA eben ein Wort raus, das tatsächlich auch 4 Buchstaben hat, und wir wissen danach immer noch, was es ist. Beachtet bitte, dass wir hier wirklich nur Buchstaben in diesen Worten drin haben und keine Sonderzeichen, keine Umlaute, keine Großbuchstaben, alles kleine Buchstaben, keine Zahlen, kein irgendwas. Das heißt, wir können hier wunderbar eine Magic Method oder ein Magic Word verwenden, und das werden wir auch tun. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich die maximale Länge rausfinden, und das bekommen wir in eine Variable Max-Length rein. Das sollte für euch eigentlich kein Problem mehr sein. Das ist ja eine relativ einfache Übung. Könnt ihr auch gerne mal so machen zur Übung. Und ja, ihr könnt generell alles gerne nachmachen zur Übung. Das ist sowieso hilfreich. Okay, das sind jetzt meine neuen Paare, denn wie gesagt, ich habe hier Tupel, und Tupel sind immutable, und deswegen mache ich das mal so. Und wir gehen jetzt einmal durch die Liste der Paare durch for i in Pairs, und also das brauchen wir aktuell gerade noch nicht. Wir wollen jetzt aktuell erstmal unser größtes Wort rausfinden in unserem Datensatz. Können wir natürlich auch einfach zählen, aber wir sind faule Menschen und wollen, dass das auch funktioniert, wenn wir unseren Datensatz vielleicht erweitern. Das heißt, wir sagen hier, okay, i von 0 ist für jedes Wort, für jedes Trainingspaar das Wort, denn an i von 0, das ist die erste Stelle, steht ja hier das i, das unser Wort ist, also unser Wort, das wir hier eingefügt haben. Das heißt, wenn die Länge des Wortes größer ist als die maximale Länge, dann und nur dann haben wir eine neue Max-Length gefunden, die wir auf die Länge des Wortes setzen. I von 0. So. Und das ist quasi, jetzt haben wir unsere Max-Length, auf die müssen wir alle anderen Wörter anpassen. Das heißt, wir müssen jetzt jedes andere Wort, was eben zu klein ist, müssen wir eben vergrößern. Und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze vorne dran zu hängen, weil ich das tatsächlich in einem Datensatz so gesehen habe und eigentlich ganz interessant fand. Und irgendwie macht es auch ein bisschen Sinn. 0 sagt mir dann einfach an, okay, das Wort hat halt noch nicht begonnen. Das heißt, wir sagen hier for i in Pairs. Und der letzte Buchstabe hat halt generell, sollte vielleicht nicht 0 sein. Ich glaube, das könnte Schwierigkeiten beim Training verursachen. Okay, das heißt, wir sagen hier, unser Word ist erstmal i von 0. Weil wir, wie gesagt, das Tupel nicht überschreiben dürfen, und deswegen müssen wir den Umweg gehen über ein neues Tupel, beziehungsweise sogar eine neue Liste an Tupeln. Wir hätten auch die alte Liste recyceln können, aber das ist schon okay so. Okay, genau. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen das Wort verlängern oder vergrößern, also so lange, bis das Wort wirklich Max-Length Buchstaben hat. Also solange die Länge des Wortes kleiner ist als Max-Length, wollen wir an das Wort anhängen, ist gleich, an das Wort anhängen, und zwar ein Hashtag und dann das Wort selber. Das heißt plus Word. Und dann natürlich anhängen, außerhalb der While-Schleife bitte, sonst haben wir ein Riesenproblem. An das Wort, an die neuen Paare im Endeffekt das Tupel, das neue Tupel anhängen aus dem Wort und natürlich dem Value, den wir in i von 1 finden. Den müssen wir nicht extrahieren vorher, und das passt auch so. So, und am Ende geben wir natürlich hier die neuen Paare zurück. Cool. Okay, jetzt haben wir also hier alle Wörter auf eine Länge gebracht. Und das heißt, wir können uns das Ganze mal ausgeben lassen. Print Pairs. Und danach exiten wir. Wobei, eigentlich ist es egal. Es wirft mir sowieso einen Fehler, weil es die Writeback-Funktion noch nicht gibt. So, sieht folgendermaßen aus. Alle sind jetzt gleich lang, und wir haben hier eben dieses Üppiges und vorne dran einen Haufen Hashtags, die eben sagen, okay, das Wort ist jetzt hier eben noch nicht fertig, und hinten dran ist der Value. Und das haben wir quasi mit allem. Wir können das hier sehen, es ist eigentlich immer genau dieselbe Länge. Sieht auch irgendwie optisch leicht ansprechend aus. Außer hier, da funktioniert es irgendwie nicht, weil die Buchstaben zu fett sind. Keine Ahnung. Oder so. Ah, nee, hier, weil das dann natürlich kürzer ist als 0,0040. Aber egal. So, was wir jetzt also machen, ist noch zurückschreiben in eine train.csv-Datei. Und das müssen wir auf eine ganz spezielle Art und Weise tun. Denn, ja, in unserem, wie ich schon gesagt habe, hier oben,
Im Deep Learning Studio bzw. generell in neuronalen Netzen könnt ihr nicht mit Buchstaben arbeiten. Das heißt, ihr müsst einen Umweg gehen über Zahlen und Zahlen als sozusagen Zeichenketten darstellen, also wirklich Ketten aus verschiedenen, aus Zahlen im Endeffekt. Das heißt, wir haben nicht irgendwie A, B, C, D, E, sondern eben 1, 2, 3, 4, 5. Und genau das müssen wir jetzt hier eben auch noch umwandeln. Aber lasst uns zuerst einmal die WriteBack-Funktion schreiben. WriteBack. So, was bekommen wir? Naja, die ganzen, oder eigentlich können wir, ja, wobei, wir nennen es Words. Wir bekommen im Endeffekt alle Wörter zurück. Wir öffnen natürlich mal wieder unsere train.csv, also train.csv. Und zwar wollen wir diesmal, Achtung, appenden. Das heißt, wir wollen anhängen, weil hier unten haben wir ja schon die Datei erstellt und erstmal oben reingeschrieben, was da eigentlich alles dabei ist. Das heißt, wir appenden hier eigentlich nur noch. Und zwar wollen wir sie als Output öffnen und da reinschreiben. So, und zwar jedes einzelne dieser Wörter hier in Words drin. Achtung, wie gesagt, das sind Tupel. Das heißt, wir sagen hier for word in Words. Okay, jetzt werden wir das einfach hier reinschreiben. Output.write. Und zwar werden wir hier zunächst einmal das Wort natürlich jetzt so konvertieren müssen in Zahlen, wie ich euch das gerade schon erklärt habe. As numbers ist gleich word to numbers. Ich lagere das in eine separate Funktion aus, dann bleibt es schön übersichtlich. Und zwar wollen wir das Word natürlich umwandeln und nicht irgendwie den Value mit umwandeln. Das geht hier nur um das Word. Der Value hat da nichts da drin zu suchen. So, wir nennen das Ganze as numbers, haben wir schon gemacht und schreiben das natürlich hier rein. Wir packen ein Komma dazwischen, weil es eine Comma-Separated-Value-Datei ist. Das heißt, wir müssen mit Komma die ganzen Dinger trennen. Und wir schreiben hier, ups, das wollte ich eigentlich nicht. Wir wollen hier noch zusätzlich den Value zurückschreiben. Das heißt Word von 1. Und dann natürlich noch am Schluss eine neue Zeile, damit wir nicht alles in einer Zeile drin stehen haben, damit es auch so richtig erkannt wird. Cool. Jetzt fehlt nur noch die Word-to-Numbers-Funktion und die ist eigentlich relativ simpel. Wir nutzen einfach aus, dass es ASCII gibt und ja, im Endeffekt jedes einzelne Wort, jedes einzelne Wort auch eine Zahlenrepräsentation, jeder einzelne Buchstabe eine Zahlenrepräsentation hat. Ich mache mal ganz kurz hier Python auf. Wenn wir hier einen Buchstaben char ist gleich, das sollte ich vielleicht anders nennen. Buchstabe ist gleich, nein, wir lassen es einfach. Wir wandeln jetzt mal hier einen Buchstaben in eine Zahl um. Oder andersrum, ein Buchstaben in eine Zahl um, was ein kleines a ist. Ihr seht hier, 97 kommt dabei raus. Wir wollen für ein a eine 1 haben. Das heißt, wir müssen hier logischerweise 96 abziehen, damit wir eine 1 da stehen haben. Wir wollen dann für ein b oder irgendwie ein z zum Beispiel einen anderen Dings haben, einen anderen Wert haben. Und ihr seht, das sind einfach wirklich inkrementelle Werte. Das heißt, a, b, c, wenn ich hier 96 abziehe, dann sind das wirklich 1, 2, 3. Das heißt, das Ganze ist wirklich nicht aufwendig. Und deswegen können wir hier einfach sagen, for i in Word. So, jetzt allerdings kleiner Spezialfall bei uns natürlich, weil wir gesagt haben, okay, wir hängen hier vorne Hashtags dran, damit sie alle gleich sind. Wenn wir hier natürlich als Buchstabe einen Hashtag haben, was gar nicht so selten vorkommt, das ist wahrscheinlich sogar der häufigste Fall, dann fügen wir hier eine 0 an. Und danach ein Semikolon, weil ich euch gesagt habe, nach jedem einzelnen Wert muss hier ein Semikolon rein. Und hier brauchen wir natürlich noch unser Wort. Genau. Und ansonsten, dann haben wir einen richtigen Buchstaben, dann wandeln wir das Ganze erstmal in eine Zahl um. Das heißt, wir sagen, wir wollen Ort von unserem Buchstaben haben, also Ort von i. Wir wollen davon 96 abziehen, weil wir für ein kleines a 1 haben wollen und nicht 97. Und wir wollen das Ganze dann anhängen an ret plus gleich. Und was wollen wir machen? Naja, wir wollen es natürlich als String anhängen, denn ja, es muss in der Datei geschrieben werden und wir haben generell schon einen String als Rückgabewert. Also sagen wir hier String von der Zahl. Das wandelt nicht wieder zurück, dazu müsstet ihr chr verwenden. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wenn ihr chr von 97 nutzt, dann wird wieder versucht, einen Buchstabe draus zu bringen, während str von 97 baut euch einfach wirklich nur einen String aus 97. Das sind so ein paar kleine Python-Tricks, die man vielleicht irgendwann mal aufschnappen kann. Ja, relativ hilfreich. Okay, und anschließend hängen wir hier natürlich ein Semikolon hinten dran, damit wir hier auch wirklich die Werte getrennt haben. Cool. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Wenn wir hier ganz am Ende sind, dann hört unser letzter Wert auf jeden Fall mit einem Semikolon auf, denn hier hängen wir in jedem der beiden Fälle immer ein Semikolon an. Und der letzte Wert, der braucht keins mehr. Das heißt, was wir hier machen ist, wir geben ret zurück und zwar
alles außer das letzte Zeichen und damit sind wir fertig, meine Damen und Herren. Wir sind durch. Und ich bin auch durch, weil ich, wie gesagt, vorhin die Türe zugemacht habe und es hier drin schon wieder 85 Grad hat. Wow, okay, das ist schnell. Alter, das gibt's ja nicht. Okay. Ja, ich sollte vielleicht immer noch Klammern anhängen. Okay, gehen wir mal weiter. Wir wollen das Ganze natürlich auch noch ausführen. Das heißt datapreparation.py. Nicht, dass ich mich irgendwo vertippt habe. Nein, habe ich nicht. Schauen wir uns mal an, wie die Daten aussehen. Die Datei heißt train.csv und ich möchte sie mir gerne angucken. So, wir sehen hier sehr viele Nuller. Und eine sehr große Datei tatsächlich. Hier oben Word und Sentiment und hier mit Semikolon getrennt. Und dann hier ein Komma und dann hinten dran der Wert. Und das einfach komplett durchgängig bis ganz unten. Und hier am Ende haben wir auch kein Semikolon mehr. So sollte jetzt alles eigentlich von den Daten her passen. Es sind sehr viele Nuller immer vorne dran. Das ist aber leider einfach so, weil wir das längste Wort drin das längste Wort bestimmt im Endeffekt, wie groß alles wird. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm. Das wird unser neuronales Netz schon verkraften. Cool, es geht ja im Endeffekt darum, dass es hier das hier vorher sagt und nicht den ganzen String hier vorne. Das wär heftig. Cool. Ja, und damit war es das eigentlich schon für unsere Daten. Das heißt, wir haben hier alles gemacht, um jetzt mal unsere train.csv selbst vorzubereiten aus einem Datensatz, der damit nicht konform ist. Das hat eine Weile gedauert, ja, ich weiß. Und wenn ihr das selber codet, dann dauert das auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Wie gesagt, ich habe das davor schon mal gemacht gehabt und dadurch konnte ich es jetzt relativ schnell zusammenstückeln. Und das ist normal, dass das Vorbereiten von Daten wirklich so lange geht. Aber ich meine, darum geht es ja auch. Ihr wollt ja Informatik studieren und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas völlig anderes. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Schaut bei der Hochschule Fresenius vorbei, wenn ihr noch mehr Cooles in diese Richtung machen wollt. Und ja, das würde mich wirklich sehr freuen. Vielleicht werdet ihr mich dort auch dann vor Ort sehen mal, wenn ihr euch da, wenn ihr motiviert seid, da mal vorbeizugucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir dann endlich wieder neuronale Netze bauen. Bis dann. Ciao.